Wer sich schon mal gefragt hat, für was gibt es diese doofen kleinen runden Hülsen? Das sind keine doofen kleinen runden Hülsen, sondern es sind Power Caps, die für die Installation von Endstufen bzw. zur Verbesserung der Stromversorgung für die Endstufen einfach sehr, sehr wichtig sind. Und die genaue Wirkungsweise von so einem Kondensator, die erkläre ich euch jetzt mal. Um die genaue Wirkungsweise besser erläutern zu können, machen wir hier an unserem Versuchstisch eine kleine Demonstration. Wir bauen jetzt also sozusagen ein Fahrzeug, eine Fahrzeugverkabelung nach, was den Strom und die Stromversorgung für die Endstufe betrifft. Von der Batterie über den Strom, über den Power Cap zur Endstufe und erkläre euch dabei, was wir machen. Wir verwenden für unseren Aufbau der Erläuterung einen Verstärker, in dem Fall von Rockford. Der liegt in der Regel im Kofferraum. Vorne im Motorraum haben wir unsere Batterie, in dem Fall hier eine gelbe Optima-Batterie mit Plus- und Minusanschluss, wo in dem Fall sogar hier vorne Pole noch zum Anschrauben sind. Wir verwenden aber zur Demonstration eben noch zusätzlich unsere Batteriepolklemmen, eine für Plus und eine für Minus, die wir jetzt praktisch hier mal andocken. So, und einen Kabelkit V20, den es natürlich ebenfalls bei uns im Webshop gibt. Der beinhaltet die Stromversorgung für Plus, 1 Meter für Masse, die entsprechenden Ringösen und Gabeln, um an der Batterie anzudocken oder an der Endstufe und eine Cinch-Leitung und ein Sicherungshalter. Der Kabelkit V20, wie es der Name schon sagt, ist ein 20 Quadrat Kabel. Das heißt ein Kabelquerschnitt von 20 Quadrat. Es gibt auch geringere Kabelquerschnitte oder eben auch dickere, eben 10 Quadrat oder 35, 50, sogar 70 Quadrat für die ganz großen Endstufen. Das ist ein bisschen leistungsbezogen, was heißt ein bisschen leistungsbezogen. Bei kleineren Endstufen, wo jetzt nicht allzu viel Leistung drüber läuft und nicht abgerufen wird, kann auch durchaus ein 10 Quadrat Kabel verwendet werden, also zum Beispiel der Kabelkit V10. In dem Fall aber bei einer Rockford Endstufe oder auch im Allgemeinen kann man sagen, also ab 20 Quadrat geht es eigentlich erst richtig los und sollte auch standardmäßig als 20 Quadrat verlegt werden. Eher 35 Quadrat für leistungsstärkere Endstufen bis hin zu 50 Quadrat. So, wir haben hier 1 Meter Massekabel, dann sauber unsere Cinch-Kabel, die mit dem Power-Kabel hier miteinander verbunden sind. Das Cinch-Kabel brauchen wir in unserem Falle jetzt nicht, weil wir eigentlich nicht demonstrieren wollen, wie man das Radio mit der Endstufe verbindet, sondern einfach nur die Stromversorgung für die Endstufe optimal zur Verfügung stellt. Somit haben wir also unser 5 Meter 20 Quadrat Stromkabel, welches in der Regel ausreicht von der Batterie vorne im Fahrzeug, im Motorraum bis hinter durch alle Seitenverkleidungen in den Kofferraum bis zur Endstufe, weil die Masse ist deswegen so kurz mit 1 Meter, weil die ganze Karosserie ja eine Masse ist. Die Karosserie ist vorne an der Batterie vom Minuspol an die Karosserie verbunden und jeder einzelne Verbraucher bekommt die Stromversorgung über das Pluspol mit einem separaten Kabel. Und wir machen es nicht anders, wir nehmen unser Massekabel und verbinden das dann mit unserer Karosserie. Wir verbinden es jetzt allerdings trotzdem hier im Versuchsfall mit der Batterieklemme direkt, um die Stromversorgung herzukriegen. Und im Praxisfall wird es halt dann einfach auf die Karosserie geklemmt. Das ist jetzt ein Sicherungshalter, der eben entweder für 10 Quadrat Kabel oder für 20 Quadrat Kabel verwendet werden kann. Ist im Prinzip bis 20 Quadrat immer der gleiche Sicherungshalter mit einem Glasrohr. Mit einer Glasrohrsicherung drin. Wir bauen jetzt erstmal die Schaltung so auf, ohne Kondensator und dann erkläre ich, wie man den Kondensator in die Schaltung mit integriert. Unser Massekabel, das tun wir mal schön abisolieren. So, dale. Als erstes verbinden wir mal das Pluskabel von der Batterieklemme bis zur Endstufe. So. Dann können wir das Plus hier mal anbringen. So, der Sicherungshalter kommt so circa 30 cm, auch je nach Aufteilung im Fahrzeug, direkt nach der Batterieklemme. Und da packen wir dann den Sicherungshalter in die Stromleitung mit rein. Ein bisschen aufpassen, dass wir so wenig wie möglich Adern verletzen. So, und jetzt haben wir unseren Sicherungshalter. Den
Mal raus den Pol. Das ist also die Glasrohrsicherung, hier in dem Fall mit 60 Ampere. Nicht vergessen, immer erst die Hülle über das Kabel nachher wieder drüber zu machen. So, die Gummitülle zwecks Wasserschutz. Oh je. Lieblingsarbeit. So, und dann können wir das nachher so draufziehen. Und jetzt das Kabel sauber zusammendrillen. So. Und mit Schmackes anziehen. So. Mit dem anderen Stückchen, wo es dann zur Endstufe weitergeht, natürlich weiter. So, andere Seite. Machen wir hier das gleiche Spielchen. Erstmal die Kappe drüber. Dann wieder unser Gummischutz. So. Und rein damit hier auch die Einlage hier raus. Das ist nur, damit die Schraube während dem Transport nicht rausfällt. So. Und jetzt können wir hier unser Kabel wieder festmachen. So. Richtig satt zumachen alles. Und jetzt können wir den Sicherungshalter hier wieder zusammenbauen. Und in dem Fall jetzt nochmal ohne Sicherung, weil, wer weiß es, weiß es jemand, weil wir die Sicherung erst dann ganz zum Schluss reinmachen, wenn alles angeschlossen ist. Ansonsten haben wir hier vielleicht schon irgendwo eine Kurzschlussmöglichkeit oder irgendwie sowas, wenn der Strom schon drauf ist. In dem Fall ist die Sicherung das Letzte, was wir reinmachen. Weiter geht's. Und jetzt können wir es auch schon direkt an der Endstufe anschließen. Und hier muss man natürlich auch aufpassen, dass man das Richtige nimmt. Wir haben hier einen Remote-Anschluss, einen Ground-Anschluss, einen Masse-Anschluss und eben einen Plus-Anschluss, also Batterie-Plus-Klemme. Der Remote kommt nachher vom Autoradio, das ist genau das Signal, wo nachher die Endstufe anschaltet, sobald das Radio anschaltet. So, in dem Fall machen wir unsere Klemme dann gut auf. Kabel direkt einführen und zudrehen. So, ihr dürft auch danach ruhig ein bisschen dran ziehen, nicht nur ein bisschen. Wenn das rausgehen sollte, das Kabel, dann ist es eh schon schlecht gemacht und kann nicht mehr richtig arbeiten. Also ruhig überall gut fest zuziehen, natürlich mit Gefühl, damit keine Schraube und kein Gewinde überdreht wird. Das gleiche können wir jetzt für die Masse machen. Masse anschließen. Hier am Massepol an der Batterie. Symbolisch natürlich jetzt nur an der Batterie. Ansonsten kommt hier eine Ringöse drauf und es wird direkt an der Karosserie, also an einem Gurtpunkt, an einem richtig stabilen Massepunkt angeschlossen. Nicht nur an irgendeinem windigen Blechchen, wo irgendwo im Auto rumhängt. Wir brauchen Strom, Leute, richtigen Strom. Das heißt, gute Verbindungen machen, damit es eben auch danach gut klingt und die Endstufen sauber arbeiten können. So, jetzt haben wir hier unsere Masse angeschlossen. Und das gleiche machen wir jetzt an der Endstufe. Und hier wieder auf den Ground-Anschluss in dem Fall jetzt. Richtig schön reindrücken das Kabel. Manche Endstufen haben auch einfach ein Anschlussterminal mit Schraubklemmen, so dass wir dann auch hier die beigefügten Ringösen und Gabeln von dem V50 Kabelkit oder V35, V20, V10 nehmen können, um auf das Terminal drauf zu gehen. In dem Fall wird dann auch diese Ringöse richtig gequetscht, aber zum Quetschen kommen wir auch gleich nochmal im Detail dazu. Zum Thema Remote-Kabel, Verbindung von der Endstufe zum Autoradio für das Einschalt Plus. Jetzt hat dieses Kabel oder viele Cinch-Kabel haben genau in der Mitte ein Kabel, das ebenfalls wie die Cinch-Leitung vom Autoradio bis zur Endstufe gehen muss. Ein Remote-Kabel bereits dabei. Wer also Störungen vorbeugen mag, der kauft sich gleich ein extra Remote-Kabel, welches auch vom Querschnitt etwas
etwas mehr hat wie hier aus diesem Standard-Remote-Kabel bei Cinch-Leitungen, sondern einfach einen Ticken mehr, wo nicht von alleine schon abreißt und Störungen vorsorgen kann, weil natürlich auch hier einfach nur Strom anliegt. Da fließt zwar nicht viel Strom, es ist nur ein Einschaltimpuls, aber wir haben hier eigentlich eine Stromquelle direkt zwischen unsere Signalleitungen, was in der Regel eigentlich nie gut ist. Insofern kann ich natürlich jetzt hier ein extra Remote-Kabel auch separat verlegen von der Signalleitung und bei uns an der Endstufe anschließen, welches wir jetzt symbolisch anschließen, weil es wird nicht einschalten, sondern wir machen damit nachher nur unsere Brücke und wir schließen es einfach jetzt mal mit an, um das Ganze zu komplettisieren. Wir schließen sie zumindest einfach mal auch symbolisch an als Front- und Rechts-Links-Kanal, welches jetzt auch eben bis zum Autoradio geht und dort angeschlossen wird. Grundsätzlich ist die Stromversorgung von der Endstufe jetzt gegeben, weil wir die Masse versorgt haben. Wir haben die Stromversorgung, also das Pluskabel, und bilden so jetzt den Schaltkreislauf vom Plus- zum Minuspol über die Endstufe und versorgen die Endstufe mit Power. Im Ladebetrieb, wenn das Auto also an ist und die Lichtmaschine läuft, haben wir in der Regel 13,5 bis 14 Volt Ladestrom. Und jetzt passiert eins, ihr macht den Subwoofer Vollgas an, ihr hört Musik ohne Ende und in der Nacht sieht man es ganz oft, dass das Licht zum Schwanken anfängt im Takt des Basses. Das ist die Stromversorgung und jetzt haben wir unser Problem. Es heißt jetzt nichts anderes, als dass die Batterie so viel Strom abgeben muss, dass die Batterie in die Knie geht und nicht mehr die 13,5 oder 12 Volt macht, sondern tatsächlich unter 10 Volt runtersacken kann im Extremfall. Das heißt auch, dass die Endstufe hier keine 12 oder keine 14 Volt mehr hat, sondern eben bloß noch 10 Volt und auch gar nicht mehr die Leistung bringen kann, weil wir eingangsseitig nicht mehr die maximale Stromversorgung haben, sondern das, was halt die Batterie gerade im Impulsstrom abgeben kann. Und jetzt kommt die Funktion des Kondensators. Der Kondensator speichert Strom und gibt ihn wieder ab. Und zwar wesentlich schneller, als eine Batterie das machen kann. Allerdings hat sie auch nicht so viel Kapazität, also Speicher wie eine richtige Batterie. Aber Impulsströme kann dieser Kondensator einfach kurz aufnehmen, während der Zeit, wo kein Bassschlag zum Beispiel kommt, wo der meiste Strom verbraucht wird, lädt der Kondensator sich auf und in dem Moment, wo der Bass kommt, puff, kommt die ganze Energie in die Endstufe rein und somit kriegt die Batterie gar nicht großartig mit, wie viel Impulsstrom da eigentlich läuft, weil das puffert dieser Kondensator, drum heißt der auch Pufferkondensator. Und erst jetzt kann die Endstufe die maximale Leistung entwickeln, die sie eigentlich hat. Wenn wir also zum Beispiel eine Endstufe haben mit 4x100 Watt, wie diese Endstufe, dann macht die nur die 4x100 Watt RMS, wenn sie auch optimal Strom am Eingang hat. Wenn wir also hier nichts dazwischen machen und keinen optimalen Strom am Eingang haben, kann also die Leistung auch nach unten gehen. Und selbst wenn ich einen Drehregler maximal aufdrehe und alle Gains voll aufdrehe, meine Leistung am Eingang ist nicht optimal, also kommt auch nicht optimale Leistung am Ausgang raus. Und somit kann dann eben aus 4x100 Watt auch schnell mal 4x70 Watt werden und dann auch noch mit einem hohen Verzerrungsfaktor, weil nämlich die Endstufe in dem Moment nicht mehr sauber arbeitet. Jetzt bauen wir unseren Kondensator mit ein. Und das zeige ich euch, wie das funktioniert. Ein Kondensator hat ebenfalls ein Plus und ein Minus. Und die zwei Pole werden einfach parallel in die Leitung gehängt, dass es nachher also praktisch hier drüber läuft. Wie kriegen wir das hin, dass es optimal verbunden wird, das Ganze, ohne dass wir es bloß so anheben? Wir machen Ringösen dazwischen rein und schneiden dieses Kabel einfach an der Stelle auf, damit wir praktisch 4 Enden haben. Und zwar genau so. Das machen wir mit dem Plus, Schnipp, mit dem Minus, Schnipp. Und jetzt haben wir genau 4 Enden, wo wir überall Ringösen drauf machen und drauf quetschen. Und zum Quetschen zeige ich euch jetzt was ganz Besonderes. Wie quetschen wir richtig? Richtig gut heißt so das Kabel zusammenquetschen, dass es selbst, wenn ich es gequetscht habe und mich dranhänge und richtig massiv ziehe, auf gar keinen Fall mehr weggeht. Falls es weggeht, habe ich es schlecht gequetscht, ganz einfach. Dann ist es auch okay, wenn es weggeht, dann muss ich es einfach nochmal machen. Wie man es jetzt richtig macht, zeige ich euch. Darf natürlich auch nicht das richtige Werkzeug fehlen. Die Ringöse sauber über die Adern drüber, damit die Adern alle in der Ringöse verschwinden. Also nicht so wie bei mir. Richtig schön zusammen machen.
So, jetzt haben wir alle drin. Jetzt haben wir natürlich ein Spezialwerkzeug. Und zwar ist das eine richtige Ringösen-Quetschzange, die man einstellen kann mit verschiedenen Werten. In dem Fall nehmen wir jetzt mal eine 25 Quadrat. Die quetschen wir nachher nochmal enger. Und zwar, jetzt haben wir hier, wir machen eine Kerbe rein. Und zwar, die fahren wir jetzt einmal ringsrum. Also das bedarf auch etwas Kraft, das gescheit zu machen. Wenn das jetzt weggeht, die geht jetzt noch weg, weil das ist nämlich ein 20 Quadrat mit dem 25 gequetscht. Wir gehen in Nummer sicher, wir quetschen mit 16 Quadrat, also das Loch wird noch enger gequetscht, weil es dann erst richtig gut hebt. So, wir gehen einmal komplett drüber. So, und diese Quetschung geht nie wieder auf, weil wir hier das Kabel so quetschen, dass die Enden sich aufspleißen. Und in dem Moment kann das Kabel unmöglich mehr durch diese Quetschung hier raus und fertig. Wer jetzt natürlich nicht so eine aufwendige Kabelquetschzange oder eine Ringösen-Quetschzange daheim hat, für den gibt es folgende Lösung. Jetzt machen wir das gleiche Spielchen nochmal mit unserem Masseanschluss zum Beispiel. Wir können ja jetzt hier ein bisschen üben. So, sauber die Kabel abisolieren. Die nächste Ringöse. Schön zusammen machen. Ich habe schon viele Quetschungen gesehen, wo dann mit dem Andi, gibst du mir mal gerade eine Flachzange. Oder eine Rohrzange, gib mir die Rohrzange. So, das wäre jetzt der Klassiker. Grundsätzlich gut gemeint, aber nicht wirkungsvoll. Ich quetsche dieses ganze Teil einfach hier platt. Ja, also das schaut dann einfach so aus. Ich habe jetzt alle Kraft verwendet, das hier aufzumachen. Und wenn ich jetzt dran ziehe, jetzt machen wir es einfach mal, dann kommt trotzdem alles entgegen, weil es hebt null. Machen wir das gleiche hier. Das geht nicht mehr auseinander. Ja? Vorher ziehe ich die Isolierung vom Kabel nochmal zurück. So, die schmeißen wir weg, die ist erledigt. Wir machen das nochmal neu. Und zwar nach meiner Art. Das ist jetzt unbedingt, zwar nicht unbedingt gerade das, was Werkzeugfanatiker sehen. Zweckentfremdung eines Seitenschneiders. Wir versuchen, das hier rum zum Quetschen. Mal punktuell quetschen, dass sich die Kabel hier bereits wieder auseinander spleißen können. Wir quetschen die Enden nochmal richtig zusammen da rein. So, jetzt schaut es schon nochmal ein bisschen anders aus. Und jetzt können wir wegen mir mit der Rohrzange nochmal hinterher gehen und alles nochmal zusammendrücken. So, und jetzt schaut es so aus, dass sich die Enden vom Metall tatsächlich richtig in die Wulst der Adern reindrücken. Jetzt schauen wir mal. So, ich habe jetzt das Gefühl, es ist nicht ganz so gut wie das mit der großen Quetsche, aber immerhin so, dass es nicht von alleine schon wieder rausfällt. Und wir quetschen aber jetzt mal feucht und fröhlich weiter. Die anderen zwei klemmen drauf, damit wir unseren Kondensator anschließen können. So, wir machen aber hier noch die Gummis mit drauf, dass man erkennt, hey, das ist mein Minuskabel, das ist mein Pluskabel. So, das kann man in dem Fall bei den Ringösen nachträglich drauf machen. Na, schaut doch richtig schick aus. Beide Varianten. Und wir gehen weiter, machen unsere Stromversorgung fertig. Da ist mal wirklich alles total geil gequetscht. Die Quetschung geht nie wieder auf und hat einen sehr geringen Übergangswiderstand. Jetzt haben wir unseren Kondensator und den schließen wir jetzt so an, dass auf den, was brauchen wir denn dafür? Für einen Imbus, dann nehmen wir den hier, die Polklemmen auf. Das ist jetzt der Plus, das ist der Minus. So. Wir schließen auf dem Plus jetzt beide Plus direkt drauf an. Und zwar ganz einfach so.
Plus von der Batterie, plus an die Endstufe, beides draufgeschraubt und festgemacht. So, und das gleiche machen wir mit der Masse. Masse Endstufe, Masse Batterie, Masse zur Endstufe. Und das können wir jetzt immer noch beruhigt anschließen. Es ist immer noch kein Strom drauf, weil wir ja natürlich die Sicherung noch nicht angeschlossen haben. So, das ziehen wir auch schön fest. Auch hier gilt, die Verbindung muss wirklich fest sein, sonst bringt uns der ganze Spaß nichts, wenn alles lottert und wir haben schlechte Übergangswiderstände. Genau mit so einem schlechten Übergangswiderstand bringt man natürlich auch wieder das ganze Ding aus dem Gleichgewicht. Es muss ein richtig guter Übergangswiderstand sein, also gering, damit der maximale Strom an die Endstufe kommt. Jetzt haben wir unseren Kondensator angeschlossen. Voila! Ein Kondensator hat immer die Angewohnheit, sich einfach sofort voll zum Saugen, sobald er Strom kriegt. Ja, dann macht es fupp und dann ist das Ding voll. In dem Moment läuft natürlich auch so viel Strom drüber, dass zum einen natürlich die Kontakte eventuell einen Funken bekommen und irgendwo eine kleine Narbe entsteht, was jetzt grundsätzlich nicht so schlimm wäre. Aber wenn ich einen Kondensator einfach so schnell anschließe und der sich so schnell voll lädt, in dem Moment auch wirklich die Kontakte in dem Kondensator eventuell in Mitleidenschaft geraten, somit also wirklich kaputt gehen und der Kondensator in dem Moment keine Wirkung mehr zeigt. Was eine Endstufe braucht der Kondensator zum Teil auch eben ein Remote, damit die Digitalanzeige anschaltet. Das kann man jetzt entweder manuell machen, indem man tatsächlich das gleiche Remote-Kabel nimmt, was vom Autoradio auch die Endstufe anschaltet. Eben auch, ich nehme das hier mal als Beispiel, unser zusätzlich eingelegtes Remote-Kabel. Da trennen wir das jetzt einfach auf, machen wir eine Verbindung mit drauf und zwar eine Gabel. In der Praxis braucht man das nicht zwangsläufig, weil die meisten Kondensatoren merken allein durch die Bordspannung, also wenn ich die Türe auf und Türe zumache, Innenbeleuchtung an und ausgeht oder die Anlage anschaltet, aha, jetzt bin ich wohl im Fahrzeug drinne und jetzt kann ich auch anschalten und das macht er dann automatisch. Quetschen wir die zwei Kabel zusammen, so jetzt sind die auch fest und jetzt gehen wir auf den Kondensator drauf. Wir haben jetzt nach wie vor nur das Remote imitiert. Ich bin hier nach wie vor auf der Batterie drauf. In der Praxis schaut es ja aus, dass es vom Autoradio kommt. So, jetzt haben wir unseren Kondensator bereits schon voll. Das B- und Entladen zeige ich euch jetzt trotzdem mal. Ich habe jetzt den Strom unterbrochen. Jetzt sagt er selber schon, aha, die Endstufe ist jetzt noch an, aber jetzt schalte ich schon ab. Die Bordspannung ist jetzt also gesunken, weil ich schon gar keine Versorgung mehr von der Batterie drauf habe. Und wir machen jetzt mal eins. Wir schalten die Endstufe noch gar nicht an, indem ich jetzt eigentlich hier den Remote einfach mal abschließe und nur die Endstufe mit Strom versorge, aber nicht einschalte. Und in dem Moment, wo ich jetzt meinen Sicherungshalter hier nehme, meine Ladelampe, weil der Kondensator ist jetzt leer, der hat sich durch das Abschließen von der Stromversorgung her bereits entladen. Und ich mache jetzt hier meine Ladelampe dran. Das kurze Aufleuchten hat schon gelangt, damit der Kondensator sich jetzt schon geladen hat. Und sobald die Ladelampe ausgeht, heißt, es läuft jetzt hier kein weiterer Strom drüber. Der Kondensator ist also voll. Und jetzt kann ich meinen Strom wieder hier ganz normal drauf geben. Da funkt nichts. Der Kondensator ist voll und schaltet jetzt auch wieder an und zeigt mir an, die Bordbatterie hat jetzt 12,5 Volt und speichert und puffert jetzt über den Strom hinweg, über die Stromverkabelung hinweg, den entsprechenden Impulsstrom und jetzt kann erst die Endstufe richtig Power geben. Das Entladen des Kondensators, wenn man also mal den Kondensator wieder ausbaut und irgendwo hinstellen will, erfolgt eigentlich nur, indem man ebenfalls mit dieser Ladelampe einen Kurzschluss erzeugt über den Polen. Und ihr werdet sehen, die Lampe, die wird immer blasser, bis sie ausgeht. Das heißt, es ist keine Energie mehr drin, um den Strom abzugeben. Und in dem Moment weiß man auch, alles klar, der Kondensator ist leer nun. Kondensator ziemlich leer. Kommt eigentlich nichts mehr bei raus. Ich zeige euch jetzt nochmal, was passiert an einem kleinen Diagramm, was
wenn wir keinen Kondensator drin haben und eine zu schlechte Stromversorgung haben. Und dann wird es sehr schnell deutlich, warum dann nicht mehr die Leistung rauskommt, eine Endstufe nicht mehr gut arbeiten kann und auch Bässe und der Sound schwammig und unkontrolliert und nicht mehr richtig sauber klingt. Wir haben ein Sinussignal, das sagt jedem was, das ist der ganz normale Ton und der läuft so, das haben wir eigentlich alle in der Physik mal gelernt. Jetzt haben wir hier unsere 12 Volt hier oben und solange wir uns bis zu diesen 12 Volt bewegen, wenn wir hier sind, habe ich auch ein ganz sauberes Sinussignal. Das heißt, das Signal ist sauber. Wenn wir jetzt hier zum Beispiel, weil wir eben keine richtige Stromversorgung mehr haben, bei 10 Volt die Spannung schon zusammenbricht, weil kein Strom mehr reinkommt, dann passiert eins, zeichnen wir mal die Linie 10 Volt ein, das Signal, das wird abgehakt, das schaut also jetzt so aus, das geht bis hierher, dann habe ich einen Gleichspannungsanteil mit dabei und erst dann wird er wieder normal und das gleiche passiert natürlich auch auf der negativen Achse, wenn ich hier meine 12 Volt habe und hier wiederum die 10 Volt, dann wird das Signal eben genau so abgeschnitten. Und das ist eine Verzerrung, was natürlich unsauber klingt, keine Leistung mehr bringt, weil die Amplitude ist letztendlich die Leistung und die schneide ich mir ab und das Signal wird unsauber und dann habe ich das Clipping drauf und genau das kann ich vermeiden, wenn ich den Kondensator reinmache. Dann kann ich nämlich die Spannung im Belastungsfall wieder auf 12 Volt erhöhen und alles läuft sauber durch und wir haben ein ganz tolles Signal und es klingt gut. Ich hoffe, die Demonstration hat auch für Leute, die in Physik in der Schule nicht ganz auf der Höhe dabei waren, für etwas Aufklärung gesorgt und war vielleicht nicht optimal dargestellt, aber ich denke, das Hauptaugenmerk war ja der Kondensator. Was bewirkt der? Kam, glaube ich, ganz gut rüber. Jetzt stellt sich noch die Frage, es gibt Ein-Farad-Kondensatoren, es gibt 2-Farad-Kondensatoren, es gibt ganz viele verschiedene Arten von Kondensatoren, die allerdings dann eigentlich sich in der Kapazität und in der Qualität eigentlich nur noch unterscheiden. Und zwar, klar, ein 1000 Farad oder ein Farad-Kondensator hat eine Leistung, für, sagen wir mal, roundabout bis 1000 Watt RMS-Leistung ist ein 1 Farad-Kondensator ausreichend. Besser sind immer 2 Farad, wer es ausgeben mag. Das ist jetzt natürlich auch eine Preisfrage. Dafür gibt es dann auch gleich die 2 Farad-Kondensatoren, die fallen etwas größer aus, haben natürlich die gleichen Schraubanschlüsse. Es gibt den HFC-Kondensator von Hyphonics zum Beispiel, der hat jetzt einen geringeren Innenwiderstand, kann also sich noch schneller end- und beladen, bringt also mehr Impulsverhalten rein, somit auch etwas teurer. Das geht dann rauf bis 7-fach punktiert ein Brax-Kondensator, ein E-Cap. Der ist bis zu 14 Mal kontaktiert, diese Wicklung, wo da drin ist, wo praktisch den Innenwiderstand des Kondensators ausmacht und so gering wie möglich hält. Somit kann eben maximal Strom entladen und beladen werden über den Kondensator und bringt eine sehr gute Verbesserung der Impulsfähigkeit. Das unterscheidet die Kondensatoren. Natürlich muss da jeder für sich selber entscheiden, ob es ein günstiger sein soll oder ein teurer. Wichtig ist mal, es gibt wirklich ganz billige Kondensatoren, sowas vertreiben wir gar nicht. Die schließe ich dann einmal falsch an, dann ist der Kondensator kaputt und kann wegschmeißen, kann mir einen neuen kaufen. Da kaufen wir lieber gleich den Kondensator. Losgehen tut es in der Regel roundabout bei 40 €. Da haben wir dann Kondensatoren, die fürs erste Mal wirklich die Leistung bringen, was sie versprechen und ihr einen Haufen Spaß an der Musik habt und ich euch nicht fragt, warum wird mein Licht im Auto in der Nacht hell und dunkel und warum klingt der Bass so scheiße? Jetzt wisst ihr es, jetzt könnt ihr loslegen. Viel Spaß beim Montieren und ich hoffe, es hat euch weitergeholfen.